Hallo und herzlich willkommen bei Ginos World. In diesem Video möchte ich mal auf eine Spieltechnik eingehen und das erklären anhand der neuen Software A Tribute to James Last. Und da haben wir in der Playliste Blue Spanish Ice. Ja, das lade ich mir jetzt mal, das habe ich mir schon reingeladen. Und da möchte ich mal zeigen, wie man eine zweite Stimme parallel führt. Ja, wir haben ja jetzt die Möglichkeit in dieser Software eben mit Playbacks zu spielen und nicht mit Styles. Ja, also es gab ein paar Anfragen, es waren nicht viele. Sind da Styles mit in dieser Software vorhanden? Die Antwort ist nein. Und zwar aus diesem einfachen Grund, möchte ich noch mal drauf eingehen. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass die Software, so wie jetzt A Tribute to James Last klingt, das mit Styles so zum Klingen bringen, wie eben mit den Fusion Tracks. Also die Fusion Tracks sind ja Playbacks, die auf der einen Seite hier parallel geführte Noten haben und die im Bereich des Songs eben hier ein Audio-Playback, ein speziell erstelltes Audio-Playback haben. Und diese beiden Files, die laufen parallel zusammen. Zum anderen läuft hier noch auf dem Multipad eine Gesangsstimme beziehungsweise die Chöre von James Last, die typischen Chöre. Und alles in einem Orchester muss speziell gesetzt werden und muss durchgespielt werden. Die Orchestermusiker spielen nicht einfach drauf los, die haben Partituren. Und die Partitur ist unser geführtes Notenbild hier. Ja, wir können das weiter steppen. Ja. Ein weiterer Vorteil, den ich noch erklären möchte in dieser Software, natürlich kann man mit einem Style dieses Stück spielen. Wir haben in dieser Software ja das komplette Notenbild. Und wenn man sich mal zusammenrechnet, wir haben jetzt im Moment Stand heute 10 Titel in der Software vorhanden. Das heißt, wir haben 10 Notenblätter. Wenn sich jemand 10 Notenbilder besorgen möchte von einem Interpret, von einem Orchester, dann wird er lang suchen, bis er Keyboardnoten bekommt, die einfach lesbar sind und trotzdem schöne Arrangements darstellen. Ja? Und jetzt, um auf dieses Video einzugehen, wir haben die Möglichkeit, andere Spieltechniken auch in Erwägung zu ziehen. Und das möchte ich hier in diesem Video eben mal zeigen. Wir haben die Noten und die können wir auch mal mit dem Fuß weiter blättern. Und das möchte ich auch mal zeigen, wie das geht. Also wenn die Software hier gestartet wird, dann blinkt es hier, weil der wartet jetzt auf ein Playback. Ja, der wartet jetzt praktisch auf den Einsatz. Und dann wollen wir, aber bevor wir dieses Stück ja spielen können, wollen wir das erstmal trainieren. Ja, und wenn ich jetzt mir den Fußschalter mal anschaue, der ist auf Sustain-Pedal eingestellt. Das heißt, ich gehe hier bei Ginos 2 auf Direct Access. Bei Ginos 1 liegt dieser Taster hier. Auch vorhanden auf dem SX 900 und 920, also Direct Access. Und dann drücke ich einmal das Pedal. Und wenn ich hier bei Foot Pedals auf die Abteilung Song gehe, dann sehe ich hier, wenn ich runtergehe, und zwar auf Nummer 5. Ja, das ist die letzte Seite. 5 Seiten habe ich hier Score Page Plus. Guck mal, das sieht jetzt so aus hier. Und dieses Score Page Plus wäre das Weiterschalten des Notenbildes. Guck, jetzt werde ich mal nur den Fußtaster betätigen. Ich mache hier gar nichts und immer wird das Notenbild weiter transportiert. Ja, guck. Und jetzt wollen wir wieder zurück. Dann können wir hier mit diesem Song B, können wir einfach auf diesen Skip-Taster drücken und dann geht es wieder an den Anfang zurück. Oder in kleinen Steps. Guck mal, mit dem Fußschalter vor und mit denen hier zurück. Und so können wir das Notenbild durchsteppen. Wer an Ginos 2 oder auch an Ginos 1 einen Bildschirm angeschlossen hat oder auch an SX, das geht ja auch über die USB-Buchse, wer das angeschlossen hat und einen Bildschirm vor sich hat, hat ein wunderbares Notenbild. Sogar meiner Meinung nach besser wie ein echtes Notenblatt, weil ich kann hier blättern, ich kann auch die Tonart verändern. Ja, das kann ich bei einem echten Notenbild nicht. Ja, so und jetzt geht's weiter. Jetzt möchte ich hier eine parallel geführte zweite Stimme spielen. Ja, und dazu werde ich mal
mit dem ersten Registration die Software starten. Wir bleiben jetzt mal in G-Dur, ich zeige es aber auch in C-Dur. Wir bleiben da mal drin und jetzt spiele ich das mal an, um das mal zu zeigen, wie das klingt. Ja, wir haben also als erste Registration, muss ich mal schnell nachschauen, die Soft Trumpets. Da gehe ich aber auf die Streicher mal ein und passe dieses Intro etwas an und starte einfach mal los. So, das war jetzt mal ein Beispiel dafür und das probieren wir jetzt mal aus, indem wir eben den Song wieder auf den Anfang shiften und starten ganz vorne. Die Playback-Geschichte ist jetzt mal deaktiviert, da blinkt nichts, hier blinkt nichts, dann geht auch nichts los, wenn wir die Taste drücken. Wir wissen ja, bei den Fusion Tracks müssen wir nur eine Taste drücken. Wir müssen kein Start, ich starte nicht über einen Fußtaster, ich starte nur über dieses Drücken der Tastatur. Da ich ja auch immer ein Volume-Pedal habe, kann ich dieses Volume-Pedal zurückziehen und eben eine Taste drücken und dann startet das. Das sehe ich hier an dem Punkt und dann hören wir auch schon einen Intro. Wir haben also genug Zeit zum Einsteigen. Ja, so. Und jetzt mal zu dieser parallel geführten zweiten Stimme. Eine parallel geführte zweite Stimme bedeutet, dass wir ein Teil von einem Akkord oder ein Teil von einer Harmonie dazu drücken. Ja? Mal etwas theoretisch, um etwas theoretisch zu werden. Wir haben in der Begleitung, in den Akkorden, haben wir jetzt einen G-Akkord drin. Ja? Wenn ich das jetzt mal drücke, ich habe hier die Left, also ich habe hier einen schönen Streicher drauf. Ja, so, und jetzt habe ich einen G-Akkord. Und jetzt sehen wir, der G-Akkord besteht aus 3 Tönen. Also sind das 3 harmonische Töne, also 3 Töne aus der Tonskala G-Dur, die zusammenpassen. Ja, so. Und wenn ich jetzt beispielsweise, guck mal, ganz einfach, lässt sich also von der Harmonie ableiten, wenn wir hier ein H als Melodieton haben und wir haben hier einen G-Akkord, dann sehen wir ganz deutlich, dass ich die Töne, die hier in dem G-Akkord vorhanden sind, dass ich die mit in diese Melodie mit einarbeiten kann. Aber jetzt kommt eine Regel, und zwar nicht über die Melodie, sondern unter die Melodie. Ihr dürft nicht die Melodietöne übermauern, sonst wäre es ja kein H, sondern zum Beispiel ein D oder ein G, dann sind die Melodietöne falsch. Natürlich gibt es Varianten, das habe ich hier auch eingebaut, kann ich aber auch noch erklären, wo man das einbauen kann und warum man das einbauen kann, wie das funktioniert. Aber wir bauen immer die zweite Stimme unter die erste Stimme. Ja, sonst wäre es ja nicht die zweite Stimme, sondern eben die erste. Ja, also die führende Melodielinie. So, also jetzt haben wir hier unseren G-Akkord und jetzt können wir auch die Lage von diesem G-Akkord wechseln, indem wir einfach dieses D eine Oktave drunter bauen. Oktave heißt ja im Oktava, Okta, die Zahl 8, also 8 Töne. Ja, also wenn man eine Tonskala mal nimmt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der 8. ist wieder der erste. So, es gilt für jede Tonleiter. Wir spielen eben mal schnell die G-Dur-Tonskala. Ja,
wichtig, da haben wir ein Kreuz drin. 7. zur 8. Stufe wird erhöht in der Tonart Dur. Ja, so, und jetzt müssen wir eben beachten, dass wir eben aus diesem G-Akkord eine Stimme drunter bauen dürfen. Ja, das heißt, guck mal, ich spiele jetzt mal parallel geführt, also nennt man Parallelführung. Wir haben ja hier, also guck, der Intro, der geht ja so. Ja, ich mache mal die Trompeten rein. Wir kennen das ja aus dem Original, also aus dem Originalarrangement daraus, ja. Und das brauchen wir jetzt mal nicht spielen. Wir können eben, wenn wir die Harmonik beachten, können wir selber irgendwas spielen. Das heißt also, wir machen hier mal parallel geführt. Ja, und zwar jetzt mal komplett aufgelöst. Wir haben hier einen G-Akkord und dann haben wir einen A-Moll-Akkord. Guck. Und ein G-Akkord wieder. Ja, und daraus entnehme ich ja einen Ton. Ja, also der ganze Akkord hier gespielt oder nur eine Terz. Also Terz heißt 3 Tonschritte. Ja, es gibt kleine Terzen und große Terzen. Ja, zeige ich mal ganz kurz bei C-Dur. Guck, wenn ich von C 1, 2, 3 weitergehe, habe ich die beiden Töne. Ja, und diese beiden Töne, das sind jetzt 3. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, das so zu spielen. Da haben wir jetzt zum Beispiel, hier haben wir C-Dur, guck. Und hier haben wir C-Moll. Und das ist die kleine Terz und das ist zu gleicher Zeit auch die Mollterz. Ja? Immer wenn ich einen Mollakkord habe, habe ich von dem Grundton aus eine kleine Terz und dann eine große Terz. Für C-Moll. Und für C-Dur habe ich hier die große Terz und hier die kleine Terz. Ein Terzett sind ja auch 3 Musiker, die miteinander spielen. So könnt ihr euch das merken. Terz steht für 3. Ja, und das Rahmenintervall, also Intervall heißt Raum dazwischen. Nicht vergessen, jeder Autofahrer kennt ja den Intervallscheibenwischer, der macht immer eine Pause von, was weiß ich, 50 Sekunden oder 30, je nachdem. Und Intervall, das heißt der Raum dazwischen. Und der Raum dazwischen hier wäre praktisch immer, also hier kleine Terz, große Terz. Und der ganze Raum ist also praktisch die Quinte. Kommt von Cinque 5. Ja, so. So, und jetzt haben wir hier, wenn wir mal C-Dur parallel führen, guck mal, jetzt gehe ich mal her und führe mal eine C-Dur-Tonleiter, führe ich mal komplett durch. So, und jetzt harmonisiere ich die mal. Ja, und jetzt kommen wir zu ein paar Regeln, was man darf und was man nicht darf bei dem Führen einer parallelen zweiten Stimme. Wenn ich das hochfahre, guck mal. So, jetzt bin ich ja beim C angekommen. Warum löst sich die Sache nicht auf? Guck mal, hör noch mal zu. So muss es aufgelöst werden. Also es hat sich nicht aufgelöst und zwar aus diesem Grund, weil ich hier falsch harmonisiert habe. Ich habe einfach Terzen, also diese 3 Töne hochgespielt. Guck mal. Und jetzt bleibt es hier stehen, das löst sich nicht auf. Und zwar aus dem Grund, weil ich hier eben ein A-Moll-Akkord habe. Guck, ich harmonisiere das mal. Also immer hier in der linken Hand spiele ich den Grundton des Akkordes, indem ich jetzt die C-Dur-Tonleiter durchharmonisiere. Guck, jetzt habe ich hier eine A-Moll und der A-Moll löst sich nicht auf. Also nochmal ich spreche nochmal mit. Ich habe hier einen C-Dur-Akkord. Ich habe hier einen G-Akkord. Und wieder einen C-Akkord. Das dürfte soweit logisch sein. Und jetzt gehe ich zu einem F-Akkord. Und jetzt kommt der G-Akkord. Und jetzt hat sich die Sache aufgelöst.
Also, was muss ich machen? Warum bin ich vorher an die Stelle gekommen, wo ich so war? Was ist da passiert? Da bin ich eben durch diese Terz, durch das, dass ich ganz parallel stur die Terzen durchgespielt habe, bin ich hier eben auf die Stufe A-Moll gekommen. Und A-Moll löst sich eben noch nicht auf. Ich muss hier G, also auf der 7. Stufe ein G-Akkord machen und dann muss ich den hier auflösen. Und zwar, jetzt kommt's. Guck, es gibt 2 Intervalle, die ihr beachten müsst bei einer parallel geführten Stimme, und zwar Terzen und Sexten. Guck, ganz einfach erklärt. Wir haben Terzen, große Terzen und kleine Terzen. Und wir haben die Umkehrung dieses Intervalls, und zwar, das nennt man Komplementärintervall. Aus diesem Intervall wird, wenn ich dieses C nach oben setze, eine Sechste draus. Also 6 Tonstufen. Guck mal, das war die Quinte und das sind die Sechsten. Ja? Das ist eine kleine Sechste. Es gibt auch große Sechsten und dann hätten wir wieder Moll. Guck mal, wie das miteinander alles zu tun hat. Es gibt nichts Logischeres wie Musik. Es ist alles Mathematik und Logik. So, also nochmal, ich habe hier eben ein Intervall und wenn ich dieses Intervall rumdrehe, dieses C nach oben setze, dann habe ich eine Sechste. Und genau das muss ich machen, wenn ich diese Tonleiter ausharmonisiere. Ich zeige das mal. Guck, und jetzt komme ich auf dieses Intervall. Ich darf nicht das hier machen. Geht nicht. Ich zeige mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich spiele jetzt mal Hänschen klein. Das kennt jeder. Ich glaube auch in anderen Ländern ist das eine Volksweise. Guck mal, jetzt spiele ich das mal. Und jetzt guck, jetzt passiert's. Das stimmt nicht, weil ich hier eine falsche Harmonie drin habe, weil das darf ich nicht machen. Ich zeige es nochmal. C-Dur, G-Dur und jetzt kommt ja wieder C-Dur. Jetzt darf ich aber nicht so machen, sondern ich mache als parallele Geschichte. Ich führe Sechsten und keine Terzen. Sonst wäre das so. Guck, Fehler hier an der Stelle, Fehler. Und da muss ich das so machen. Ja, also da müssen wir aufpassen, wenn eben dieses eine Intervall, die Terz nicht funktioniert, dann funktioniert die Sechste. Das ist eine Umkehrung des Intervalls, also Komplementärintervall, das eben entsteht, um solche Kollisionen, also harmonische Kollisionen zu vermeiden. Ja? Und dazu müsst ihr immer auch auf die Harmonie achten. So, jetzt gehe ich mal her und führe Spanish Eyes mal parallel so durch und erkläre das harmonisch immer. Ja? Jetzt haben wir ja eben den Fußtaster. Wahrscheinlich habe ich den wieder verstellt. Ich schaue das gleich mal nach. Und zwar haben wir hier wieder Sustain drin. Ich war aber so schlau und habe mir das hier abgespeichert. Guck. Und wie habe ich das gemacht, ohne dass ich jetzt hier was anderes verändere? Ich habe ganz einfach die erste Registration genommen und da haben wir den Fußtaster eben Sustain drin, damit jeder, der die Registrierung kurz anwählt, einfach die richtigen Parameter drin hat. Ja, deshalb haben wir das gemacht. So, und jetzt habe ich ja hier umgestellt, ja, nämlich wir machen das nochmal ganz schnell auf Song und dann sind wir auf die letzte Seite gegangen, auf die Seite 5 und haben hier Score Plus gemacht. Und jetzt pass auf, guck mal, ganz wichtig, jetzt gehen wir hierher, wir haben ja genug freie Registrierungen auf Memory und wir haben hier Foot Pedals. Nur die Fußpedale stellen wir ein und speichern das hier auf die neuen ab. Und guck mal, was jetzt passiert. Ich gehe auf das Start Registration, zeige mal kurz den Fußtaster und guck, jetzt gehe ich auf die neuen. Was passiert hier? Wir haben nur diese Funktion umgeschalten. Das ist eben das Geniale an den Pfeilen hier, ja, an den Haken, die grünen.
Und wer das weiß, wie das geht hier, der kann ganz toll mit den Registrierungen umgehen. Da kommen wir auch noch dazu. Aber bei jedem Video kann ich ja hier mal so etwas zeigen. Als Anregung, wer es noch nicht gewusst hat, ja, ist jetzt wieder ein Schritt weiter. So, ich kann jetzt natürlich bequem alles umstellen. Guck, und der Fußtaster, der bleibt tatsächlich drin, außer die Registrierung darf ich nicht nehmen. Wenn ich die nehmen sollte, aber guck mal, die ist ja schon aktiv. Es ging ja nur darum, bei der ersten Registrierung eben die ganze Position zu starten, Spanish Eyes Playback, Spanish Eyes unsere Noten und die Registrierungen und so weiter einzustellen und eben die beiden Synchronisierungen. Ja, wir müssen schauen, dass die Pfeile hier am Anfang stehen, ja, also die Nadeln, wobei ich möchte ja jetzt mal von Hand spielen, ja. So, also jetzt gehen wir auf, Moment, jetzt bin ich hier wohl wieder weg, ja genau, ich bin hier weg, aber kein Problem. Jetzt habe ich wieder alles, wir gehen auf die Noten und jetzt geht's hier los. Guck, Achtung. So, okay, das muss ich wieder stoppen. So, jetzt gehen wir hier los. Guck, das ist die Melodieführung. Ja, geht auch mit einer Hand, ja, je nachdem. Was natürlich auch sehr schön klingt, ist, wenn man das über eine Oktave. Da kann man dementsprechend, je nach Klang, vielleicht weiter unten anfangen oder so. Und jetzt gehe ich mit dem Fußtaster und blätter mal die Noten um, weil ich möchte es ja schön in Ruhe mal ausprobieren. Und jetzt geht es hier wieder weiter. Wir sind immer noch in G-Dur. Achtung, Fis. Und jetzt guck mal, jetzt kann ich zwei Dinge machen. Das hier, also ich habe hier das C oben, ja. Und jetzt kann ich das hier machen oder ich kann das hier machen. Ich glaube, ich habe es beim Demo so gemacht, dass ich jetzt hier runter, das klingt dann interessanter. Warum kann ich das machen? Gerade vorher angesprochen, wir haben die Möglichkeit, ein Komplementärintervall zu bilden. Wenn ich hier die Terz machen kann, ja, dann kann ich auch die Sechste machen. Wenn das harmonisch hier natürlich, aber es stimmt harmonisch natürlich immer, weil wenn ich den Akkord umkehre, sind die Töne ja nicht falsch. Ja? Also das heißt, also ich spiele nochmal diese Passage. Und jetzt geht es wieder runter zu D-Dur. Guck mal, jetzt sind wir bei D, ja, und jetzt müssen wir immer beachten, das Fis. Immer die Terz drunter. Gucken dazu, spielt mal den Akkord. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, guck mal, ich gehe mal weiter, und zwar, das war die Stelle. Ich mache es nochmal. Jetzt kann ich so oder, ja, da kann ich hier noch ein paar Umspielungen machen und jetzt kann ich hier die Sechste oder die Terz machen. Das muss man ausprobieren. Ich finde, die Sechste klingt interessanter. Ja? So, jetzt geht es wieder weiter. Jetzt kommt die nächste Phrase. Dann mache ich wieder eine Oktave höher. Und jetzt guck mal, jetzt gehe ich hoch. Da habe ich aber ein C gespielt. Es war aber nicht falsch, das war eine Variante. Weil der Melodieton ist zwar das E, aber in dem Playback war dieser Ton deutlich hörbar. Und ich habe mich jetzt drunter gesetzt und habe natürlich den Grundton bestätigt hier. Deshalb ist es nicht falsch, sondern klingt so als Variante, klingt sehr interessant, weil jeder erwartet da irgendwas. Ja? Und wenn er was Variantes anderes hört, ist es so eine kleine Überraschung, macht die Musik interessanter. Ja? So, jetzt können wir natürlich, also wenn wir das so spielen, ja, kann ich den ganzen Akkord, ja, immer dran denken, da oben, wenn ich das ausharmonisiere, ist das ja ein C-Akkord. Ja? So. Und wer jetzt zum Beispiel den C-Akkord so kennt vom Keyboard oder Orgelspielen, ja,
der möchte bitte dran denken oder mit einbeziehen, dass der Akkord ja verschiedene Umkehrungen hat. So, diese Umkehrung und diese Umkehrung. Wie geht das? Ich setze einfach dieses E, da oben mache ich das weg und mache es da unten hin. Und ich nehme dieses C da oben weg und mache es da unten hin. Dann habe ich die Umkehrung, die Grundstellung, die erste Umkehrung, die zweite Umkehrung und dann wieder die Grundstellung. Guck. So, also, und jetzt haben wir hier eben, wie schon angesprochen, jetzt wird die große Terz zur kleinen Terz. Und jetzt geht es in der Melodieführung weiter. So, ich blätter um. Und was mache ich jetzt? Guck, jetzt machen viele den Fehler, dass sie sowas machen. So, jetzt, das muss auch nochmal erklärt werden. Ja? Warum mache ich das nicht? Ja, es ist ja ein Ton von G-Dur. Guck mal, ich bin hier in G-Dur. Ja, ich bin hier in G-Dur. Und die Töne stimmen ja. Und zwar, wir sprechen hier von G, H und D. Und das habe ich in G und D drin. Ja? Warum würde ich das nicht machen? Weil ich hier eine Quarte höre. Quarte kommt von Quattro, also 4 Tonschritte. Guck, nach der Terz kommt die Quarte. Und die Quarte klingt sehr schräg. Ja? Die hat hier, die Quarte kommt ja von dem Martinshorn. Ja, und das ist so ein Signal, das sagt man Signalintervall auch, ja. Das ist ein Intervall, wo eben etwas Schräge mit reinbringt. Also ein dissonantes Intervall und kein konsonantes Intervall. Also dissonant heißt, dass es etwas schräger klingt, genauso wie eine Septime. Weil die Septime zwingt zur Auflösung, ja, und deshalb kommt die Dissonanz und die Dissonanz erzeugt Reibung und das muss wieder also Disharmonie und die muss wieder harmonisch aufgelöst werden. Deshalb entsteht hier ein Spannungsfeld und wir möchten hier kein Spannungsfeld erzeugen, ja. Und dann gehen wir eben wieder auf das Komplementärintervall und wir gehen dann dahin, ja. Ich spiele diese Passage nochmal. Ja, vielleicht eine Oktave höher. Ja, da kann man noch so Umspielungen machen. Ja, so. Und jetzt machen wir das Ganze mal in C-Dur. Für die C-Dur-Freunde, wir machen das mal in C-Dur. Wir gehen an Anfang des Songs. So, also wie bekommen wir jetzt dieses Stück nach C-Dur? Wir sind in G-Dur. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5 Halbtöne nach oben. Wir gehen in das Menü rein und gehen auf den Transposer. Ja, und der steht in der Mitte auf Keyboard. Und da er mit der orangenen Umrandung auf Keyboard steht, kann ich einfach den Transpose-Taster benutzen und mache den 5 nach oben. Guck mal, was passiert jetzt mit dem Notenbild. Wir sind jetzt hier absolut nicht da, wo ich hin wollte. Also überhaupt kein Problem. Dann bleiben wir hier drin und gehen nochmal runter. Beziehungsweise nein, wir gehen noch weiter. Es waren 7 Halb. Entschuldigung, es wird ja in Halbtöne gemessen. Ja, 7 Halbtöne, dann sind wir in C-Dur. Ja, sehen wir hier 7 Halbtöne. Dann sind wir in C-Dur. Und jetzt können wir die Melodie spielen in C-Dur. Okay, und jetzt mal C-Dur. Okay, jetzt gehen wir mal hier. Ja, wir können ja im Notenbild weiter rüber shiften. Wir können natürlich auch, wenn jemand jetzt gute Augen hat, also ich sehe, ich brauche keine Brille, ich sehe fantastisch. Und ich gehe hierher und sage, ich mache jetzt mal Small und habe hier eine riesen Übersicht über die Noten. Ich kann das wunderbar lesen. Ich kann sogar die Zahlen lesen. Ja? Ich sehe das ganz genau. Das ist jetzt Takt Nummer 10, 11, 12. Das kann ich lesen. Ohne Brille. Also, Freunde, Training. Nicht so oft Brille aufziehen. Brille macht die Augen kaputt.
obwohl man besser lesen kann, aber der Augenmuskel wird dadurch geschädigt. Ja, der lahmt, der wird immer lahmer und dann wird die Brille immer dicker. Also das nur so am Rande. Okay, also wir gehen jetzt mal daher und jetzt führe ich das mal parallel. Ich gehe da vielleicht doch. Ja, nee, ich bleibe hier. Ja, ich bleibe hier, kann ja auch mal auf die Einstellung übergehen. So, und jetzt guck mal, wieder parallele Führung. Und hier, guck mal, D-Moll, da kann ich eben aber auch so oder so. Da haben wir wieder dieselbe Stelle, bloß jetzt in C-Dur. Und jetzt gehe ich wieder hier an die Stelle und blätter dann um. Auch hier wieder das Intervall, das Komplementärintervall. Warum habe ich mir jetzt gerade Spanish Ice rausgesucht? Weil da beides geht. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass beides geht. Ihr könnt eben die Terz hier nehmen oder ihr könnt hier die Sechste nehmen. Ja? So, jetzt geht es hier weiter. Und hier genauso wieder. Oder? Und jetzt gehe ich hier. So, umblättern. Ja, so funktioniert die ganze Sache. Ja, das sind parallel geführte Terzen. Ja, oder parallel geführte zweite Stimme. Wichtig nochmal zur Wiederholung, wenn das nicht geht, dass man die Terz durchspielt. Guck, wie bei der Ausharmonisierung hier der Tonleiter, also falsch wäre so. Es geht nicht mehr weiter. So schon, ja, so wird sich dann weiterhin auflösen. Aber wenn wir nur eine Tonleiter ausharmonisieren wollen, müssen wir so machen. Also wir können hier oder. Und das wäre zum Beispiel, guck, manchmal gibt es ja auch solche Möglichkeiten, wo so Nebenmelodien laufen im Hintergrund. Ja? Und das wäre jetzt so eine Geschichte wie hier. Ja, guck, da geht zum Beispiel jetzt hier der Grundton von dem G geht zur Septime, nämlich G7. Und diese 7 löst sich zur Terz auf von C-Dur. Guck. Also, und so kommen wir langsam in diese harmonische Geschichte von Auflösungen mit rein und so weiter. Ja? So, jetzt wäre es wichtig, wenn, ich habe natürlich keine Ahnung, ich habe das jetzt einfach so als Idee gehabt, komm, hilf den Leuten mal, wer da Interesse hat, weil es schreiben mir auch Leute, die sagen, sie können da nicht mit 10 Fingern spielen oder irgendwie sowas und sie wissen nicht, wie das dann geht. Und dann dachte ich mir, mache ich mal spontan so eine kleine Hilfe, was das betrifft. Ich habe aber keine Ahnung, wo jeder steht. Um jeden auf seinem Platz auf dem Bahnhof eben abholen zu können, muss ich ungefähr wissen, was brauchen die Leute, wer hat welchen Stand. Ja? Wer das natürlich schon weiß, für den ist es uninteressant, aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir so weitermachen sollen, ob ich noch ein paar so Workshops anbieten soll und in welchem Schwierigkeitsgrad. Was wisst ihr noch nicht, was braucht ihr? Ich würde da gerne helfen, ja, auch jetzt im Zuge dieser Software, was man da machen kann, wie man diese Software oder dieses Spiel verbessern kann, passend zu der Stilistik, ja. Also das könnt ihr mir gerne reinschreiben und dann gehe ich da gerne drauf ein. So. Ich bedanke mich fürs Anschauen und wünsche weiterhin viel Spaß mit dieser Software oder einfach mit der Musik und mit den Yamaha-Produkten.